Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück bei der Forgotten City mit Alles.Furchtbar.Kommentiert, gespielt von mir, dem Daniel. Ja, wir befinden uns vor den öffentlichen Toiletten, da waren wir auch beim letzten Mal schon drin. Die haben hier ganz tolle Erfindungen gehabt, noch vor der Erfindung des Klopapiers. Möchte ich nicht drauf weiter eingehen, denn das war jetzt, ja, nicht so lecker. Wir haben noch ein paar Menschen vor uns, die wir hier, ja, bequatschen müssen, oder die uns bequatschen müssen. Ich habe beim letzten Mal schon gemeint, wir hätten da noch den Schmied oder diesen Werkzeugmacher, mit dem wir mal reden müssten. Da habe ich mich letztens ein bisschen erfolgreich drum Salve. gedrückt. Darum reden wir jetzt mal mit ihm. Mit dem Virtual. Ah, a new face. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. You arrived on a sad day, friend. What with Julia's death? I wish we could have met under better circumstances. Er hat so ein bisschen einen deutschen Akzent, glaube ich. Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Ach komm, erzähl mir alles. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Also wenn ich Englisch synchronisieren würde, als Deutscher, würde ich das genau so machen. Ist es nicht üblich, dass die Römer griechische Kunst und Architektur nachbilden? Könnte sein, ne? Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering, with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake, and allows us to fish and farm. Ja, stimmt, so Aquädukte waren definitiv eine bahnbrechende Erfindung damals mit dem Wasser. Wasser ist ja lebensnotwendig in extrem vielerlei Hinsicht. Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Ah ja, okay, also man kann irgendwie in die Zisterne kommen und das Abwasser vielleicht nutzen, um hier irgendwie rauszukommen. Die Frage ist, wo spült einen das denn hin, ne? Also, auf der anderen Seite, wir sind ja ganz am Anfang des Spiels aus dem See gefischt worden. Oder aus dem Fluss. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass wir uns eigentlich in der Zeitschleife gefangen befinden. Und quasi immer wieder, wenn wir rausflüchten, dann bei der guten Dame da anlanden und die uns wieder reinschickt. Vielleicht irgendwie sowas. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury.
So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the golden rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Ja, und wer wohl derjenige ist, der hier wohl einen Weg reinfinden soll? Na, dreimal dürft ihr raten. Of course. You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the golden rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Noviomagus, and learned to expect a bit of Stamm der hostility. Batavier. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Utopisch meint er wohl. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Aber auch das ist ja wieder ein subjektives Empfinden, ob etwas falsch oder richtig ist. Es gibt ja kein objektives richtig oder falsch. Es ist ja immer auch ein Stück weit eine Sache des Betrachters. Fair enough. Mir ist das Graffiti aufgefallen. Warum hält man euch für einen Sünder? Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my Ah, ja. preference for male company. Verstehe. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. Ja, genau. Wisst ihr, wer für das Graffiti verantwortlich ist? Das haben wir uns ja auch schon gefragt in der letzten Folge. Wir haben ja diese Briefe da gefunden bei ihm im Haus. It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Kultisten? Strange bunch. They insist there's only one god, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Das regelt sich von selbst. Naja gut, wir können ja der Sache auch mal nachgehen. Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Ja, wir sehen, was wir tun können. Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. Wieso sollen wir ihn umstimmen wollen? My vote isn't for sale, if that's what you're asking.
Okay. Nice to talk to you. Ja, wir haben ja eigentlich immer noch keinen Hinweis. Ach ja, hier gibt's einen Sünder. Okay. Graffiti haben wir noch gar nicht gesehen gehabt, ne? Genau. Das ist dann wohl der Alchemist. Geflüster. Aber weiter redet sie nicht mit uns, ne? Der Alchemist, genau, da wollte ich jetzt dazu noch kommen, der guten Ärztin hier das Kraut nicht verkaufen wollte. Und dementsprechend die Julia dann daran gestorben ist. You look well, my sartorial friend. Ja, Georgius. Achso, den kennen wir ja, glaube ich, auch. Was finden wir denn hier? Also hier sind entweder sind es Töpfe hier oder es sind irgendwelche alchemistischen Erzeugnisse, die hier abgebildet sein sollen. Mal gucken, ob wir hier noch was finden. Silphamharz. Eine Flasche mit Silphamharz, einem ausgesprochen wertvollen antiken römischen Heilmittel, mit dem diverse Leiden behandelt werden können. Ja, wir könnten das stehlen, theoretisch. Die Ärztin hat uns ja eigentlich darum gebeten. Aber wir kennen ja auch nicht seine Seite der Geschichte. Auch wenn das, was uns die Dame da erzählt hat, nicht so... Oh, da ist auch schon wieder jemand zu Gold der Stadt. Dinge, die ich kaufen muss, sobald ich geflohen bin. Aha, dann will der auch fliehen. Will er auf den Aventien, auf dem Aventin, Rom. 2-spänniger Streitwagen, Sitz im Senat. 4-spänniger Streitwagen, Villa an der Bucht von Neapel. 10-spänniger Streitwagen. 12 Sklavinnen, blass und mollig. Ja, das war damals auch so ein, zwischenzeitlich mal so ein Schönheitsbild irgendwie, mollige Frauen. Eine Skulptur der Minerva, einer römischen Göttin der Strategie. Ja gut, er wirkt auch ein bisschen berechnet, ne? Auch das hatten wir ja schon ein bisschen aus dem Gespräch mit der Ärztin herausfinden können. Schlüssel für Decius Truhe. Was er da wohl drin hätte. Da ist nochmal eine Büste. Ja, auch von Ares, griechischer Gott des Krieges. Ja. Okay, und hier waren wir, glaube ich, wieder bei der Ärztin, ne? Das heißt, wir haben hier das... Nee, nicht mal. Nicht mal. Das ist hier nicht. Das ist wohl ein Bäcker oder so. Eine Steinmühle. Offenbar werden von oben Mehl und Getreide hineingefüllt und dann zwischen den Steinen gemahlen, wenn die Griffe gedreht werden. Mhm. Nicht viel Platz in der Hütte. Alles sehr kompakt. Ein römisches Rezept für Brot. Zutaten. Eine großzügige Prise Hefe, eine Prise Salz, 2,5 Tassen warmes Wasser, 1 Pfund Mehl. Zubereitung: das Wasser in eine Rührschüssel gießen und die Hefe auflösen. Das Mehl in eine separate Schüssel geben und nach Wasser und Salz hinzugeben. Den Teig kneten, bis er nicht mehr zu klebrig oder mehlig ist. Den Teig abdecken und 1 Stunde lang in einem warmen Ofen, an einem warmen Ort in der Nähe des Ofens. Okay, das ist wohl das halbe Rezept. Ein runder Brotleib, der in einzelne Stücke geteilt werden kann. Er steht offenbar jedem frei zur Verfügung, der möchte. Das heißt, ich könnte mir ja was nehmen. Und dann nehmen wir was mit. Noch mehr Brot mitnehmen? Wäre aber dann wahrscheinlich jetzt schon wieder dekadent hier, ne? Mehr zu nehmen, als man braucht. Den Tag- und Nachtrhythmus eigentlich, also... Greetings and salutations. Da ist er schon wieder, der Georgius. Was läuft er uns eigentlich immer hinterher? So, hier ging es, glaube ich, zu den... Help! You have to do something! A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Wie? Ich habe keine Waffe. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. You'll just have to improvise. Schön.
Ja, das ist unser Problem, weil wenn einer was macht, dann sind alle mit am Sack, ne? Are you daft or just callous? If you don't stop him, we're all going to die. Ja, aber warum kümmert sie sich nicht damit drum? Ja, komm. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. Geht nicht dorthin. What? Why? Da war eine Stimme. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Fabia, but now's not the time. Das ist wohl die Bäckerin, hm? Aha. Trickster? Das ist ein Achievement, was ich gerade bekommen hatte. Also oben im Badehaus. Jetzt ist die Frage, das Badehaus wird wahrscheinlich nicht hier das Toilettenhäuschen gewesen sein, wo wir letztens waren. Warnung. Schrein kann jeden Moment einstürzen. Mhm. Oh. Ups. Gut, dass ich vorher gespeichert hatte, ne? Jetzt den Speicherstand laden. Man kann hier sterben, haben wir festgestellt. Ja. Wenn man die Warnungen halt nicht beachtet, dann muss man mit den Konsequenzen leben. Ja. Also nochmal brauchen wir das nicht probieren, ne? Wartet gegen die Strömung. Mhm. Was ist denn jetzt wartet gegen die Strömung? Römische Bäder. Ach, das ist dann wohl eher... Dann wohl, wo dieser Typ mit seiner Waffe da ist, ne? Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Nee, ich kenne keinen Quintius. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Ja, wir haben es verstanden. Thank you. Und wir haben nicht gelogen. Now tell me, who are you people? And what is this place? Da ist also schon wieder ein neuer angekommen. Ja, er könnte ja mal den Bogen abnehmen, ne? Oh, how very welcoming of you. You want me to let my guard down, is that it? You're not going to get your claws into me. I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Oh, don't play coy with me. I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater, or Christ. You lot are all the same to me. Always sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quinctius did, those days are numbered. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? Ja, wir halten ihn ja nicht geheim. Wir sind alle ja ein bisschen per Zufall hier. So you admit you're not allowed to leave? Ja. Threatening me is not going to help you. But in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? Kein Mantra, es ist eine Warnung. Jetzt ist halt nur die Frage, probiert er es dann aus? Oder wenn ich jetzt sage, ja, weil es stimmt, dann bringt er wahrscheinlich irgendeinen direkt um? A distinction without a difference.
You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? Sie waren als Menschen, die zur Strafe in Goldstatuen verwandelt wurden. You lot are practicing human sacrifice too. You people Egal was man ihm sagt, er hat sein festgefahrenes Weltbild. Ihr verdreht meine Worte. Yes, yes, because I'm the real villain here. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quintius is. Do not waste it. Tja. Ich weiß es nicht. Ich habe den noch nicht getroffen. Wenn ich dem jetzt sage, nimm alles Gold, das ist ja auch wieder eine Sünde. Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man with distinctive eyes, one green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Vielleicht wird der Kaiser auf der Suche nach einem Sündenbock. Das bietet sich hier mal an über diese Klassenentscheidung, die ich ganz am Anfang des Spiels getroffen hatte. Who are you to challenge what the Emperor says? Were you there? Do you have spies and scouts all over Rome like he does? No, you do not. This is your last. The many shall suffer for the sins of the one. Oh! Maxentius zurück zum Schrein und gehe durch sein Portal. Ich weiß nicht, wer oder wo er ist. Then you're of no use to me. Do you have any last words? Ja super. Ich bin kein Kultist, ja, das glaubt ihr nicht. Ich habe gesagt, ihr würdet mich nicht töten, wenn ich euch die Wahrheit sage. Haben wir ja eigentlich getan, genau. Gütiger Himmel, ihr seid dumm. Wenn diesen Pfeil abfeuert, werden alle hier sterben. Ihr habt keine Ahnung, was vor euch liegt. Ja. Was ist denn jetzt hier die richtige Entscheidung? Ihr würdet mich nicht töten, wenn ich euch die Wahrheit sage. Ja, ich probier's mal damit. But if you want to know the truth before you die, here it is. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one of you wretched degenerates. And I can think of nothing I'd enjoy more. Son of this. Oh. Muss ich hier irgendwie weg? Oh, es gibt... Okay, noch lebe ich. Noch lebe ich. Warte mal, die Statuen, greifen die mich an? Nee, sie greifen ihn an. Das heißt, die helfen mir gerade ein bisschen. Moment. Warte mal, die greifen mich. Wieso greifen die uns an? Durch das Portal müssen wir durch. Reflex, wo war das Portal? Okay, dann müssen wir hier wohl nochmal hoch. Ja. Ach hey. Warum greifen die Statuen mich an? Was habe ich denn gemacht? Ja, das war doch alles so friedlich hier. Okay, Moment, das können wir nochmal angucken, schnell. Nicht stehlen, niemanden verletzen. Ah, okay. Habe ich denn jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Jetzt hier irgendwas getriggert, was hier nicht sein sollte, oder habe ich jetzt hier was getriggert, was automatisch immer kommt hier? Lupa!
Ja, schön. Wir sind wieder am Anfang angekommen, wie es ausschaut. Ist das jetzt wohl so? Ja, schön. Jetzt stehen wir wieder ganz am Anfang. Salve, friend. I'm Galerius. Ach je. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich bin Lehrer und wir hatten diese Unterhaltung bereits. I don't think so. I've never seen you before in my life. Ihr seid Galerius und werde mir gleich anbieten, mich zu Sentius zu bringen, damit er mir mehr über die goldene Regel erzählen kann. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Oh, wir kriegen jetzt ein Gerät? Was ist das? Seil dort schon länger, ein rudimentärer aus Holz. Das Just heißt, attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. auf jeden Fall extrem sicher, glaube ich. Alright, see you around. Schön. Jetzt haben wir hier so Seile hier. Aha. Das heißt, es wird wahrscheinlich unseren Spielfortschritt ein bisschen beschleunigen. Okay. Kann ich damit jetzt irgendwas machen? Nee, ne? Das ist wahrscheinlich, um da hochzukommen, müsste ich jetzt irgendwie anders da hochkommen. Hier Seile. Wo kann ich das Ding denn einspannen? Wir könnten jetzt hier natürlich auch mal einen anderen Weg hier gehen. Ich würde mich mal hier nach oben hier auf den Weg machen. Also wir haben hier einmal diesen Meuchelmörder getroffen und dann sind die ganzen Statuen auf uns losgegangen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob wir das hätten abwenden können. Münzbeutel. Den können wir nehmen. Aha, jetzt haben wir Münzen. Komme ich hier hoch? Ah, da geht's auch hoch. Wo man hier alles hochkommt. Ja, jetzt müssen wir das nur noch mit der Steuerung hinbekommen. Genau. Holt man doch da mal entlang. Sehr seltsam, was hier passiert. Er sieht durch ihre Augen. Das ist dann wohl der Tempel hier, oder? Kann es sein, dass das hier der Tempel ist von einem Gott, den wir nicht wissen, wer er ist? Speichert da vielleicht mal. Okay, ich dachte jetzt wirklich, bis vor einer Viertelstunde oder so, dass wir hier einfach nur die Gäste dieser Stadt hier abhören und irgendwann mal einen Schuldigen oder sowas erkennen. Aber es gibt hier doch noch ein paar mehr Events. Also das habe ich jetzt nicht so erwartet, aber muss sagen, es ist eine positive Überraschung. Denn dieses ewige Stellen derselben Fragen hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht so spannend gefunden. Also es gibt wohl einige Statuen, die gehören nicht zu ihm oder sind nicht unter seiner Kontrolle, wer auch immer sie kontrolliert. Denn die flüstern zu uns. Und es gibt ein paar Statuen, die einfach blinden Gehorsams walten lassen. Ne? Was sind wir denn hier jetzt da? Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Bin ein bisschen nervös, ja. That's good, in a sense. If you're not on edge, you've not been paying attention. But on the bright side, once you've been here a few months, well, it's slightly less terrifying anyway. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. War dieses Warten gegen den Strom vorhin vielleicht gedacht, dass ich im Prinzip jetzt nicht das machen soll, was die mir sagt? Also, dass ich einfach nur hätte umgedrehen sollen und weggehen sollen? Fragen über Here Fragen. in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family.
But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Oh, that's all Ja, die right. kommen am Ende alle durch I'm sure diesen it's all Tempel part dann, ne? of God's plan for me. If you like. I'm afraid not. Although, I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumours, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. I hope it works out. The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbours as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Ja, das ist jetzt eine Frage, ne? Entweder denkt man, dass der Mensch von Grund auf gut ist oder von Grund auf böse. Es ist halt so ein Mittelding. Es gibt keinen von Grund auf guten Mensch, der nicht nur einen Funken, also der nicht einen einzigen Funken Böses in sich hat. Genauso gut gibt es aber auch keinen bösen Mensch, der halt nicht einen Funken Gutes in sich hat. Aber ich denke mal so tendenziell mal, If that's true, then ja, sooner das or gibt later, halt keinen extrem guten things Mensch. are going to end badly for all of us down here. Unless, of course, there's some kind of divine intervention. Oh, eine Intervention muss es auf jeden Fall geben. I wish I shared your faith. Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Oh, thank you. You have no idea how much I appreciate that. Gut. Alright, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Orpheus. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Orpheus. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Okay, wir müssen wohl deeskalieren und das werden wir heute nicht mehr tun, denn wir sind für das heutigen Tag am Ende der Sendung angekommen. Ich danke, dass ihr dabei wart. Es scheint hier gerade ein wenig zu eskalieren. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann gucken wir mal, ob wir die ganze Situation ein wenig entspannen können. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.